Hallo, schönen guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen ins Kollektiv, was für Energien hier zur Verfügung stehen. Alle Infos, die du benötigst, findest du unten in der Infobox des Videos oder eben in der Beschreibung, wie es manche nennen. Da sind natürlich auch die Links drin zu meiner Homepage, zu meinem Kartenlegekurs und so weiter. Das, was ihr verpasst habt in der Zeit, blende ich euch hier ein. Und jetzt gucken wir mal, was die Woche so mitbringt. Am Ende der Legung bleib bitte dran, da kannst du dir noch ein kleines Kärtchen aussuchen für einen Impuls für die kommende Woche für dich selbst. Ja, der Reiter legt sich ins Haus des Reiters rein. Hier kann schon mal sein, dass viel Bewegung ist, dass das Schicksal dich ein bisschen auf den Weg bringt, von dir fordert. Also auch Überraschungsmomente, schnelle Momente, umschwenken in bestimmten Situationen. Und es geht ja eigentlich darum, dass du vorwärts gehst, dass du vorwärts kommst und dass du da, wo du vielleicht bisher gewartet hast, etwas tust. Also out of comfort zone. Okay, wir haben hier ein bisschen Unruhe aus der Umgebung mit. Vielleicht auch aus dem häuslichen Bereich. Es kann natürlich sein, dass dir hier irgendetwas in die Karten spielt, was dir nicht passt, ne? Was dir aber am Ende hilft, dein Fundament besser zu spüren. Also es können hier verstärkt Dinge eintreten, die du im häuslichen Bereich klären darfst. Vielleicht auch überraschenderweise Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Und es können unter anderem Familienthemen sein. Also es kann von außen kommen, aber ich denke, hier ist es eher so intern. Es gilt darum, Dinge aufzuklären, die dir bisher ein Gefühl gegeben haben des Unfriedens. Zu gucken, wo kriege ich meine Harmonie her, auch wo alle Familienmitglieder betroffen sind. Es wird dir hier möglich sein, einen Kampf zu beenden oder ein Schwert niederzulegen und dich aus einer unguten Situation zu befreien. Das Einzigste, was hier ist, dass es vielleicht überraschend kommt und du nicht damit gerechnet hast. Das Schöne ist, dass es dir hier neuen Wachstum mitbringt. Ne? Der Baum legt sich ins Haus der Blumen rein. Das sind immer auch so ein bisschen die Geschenke des Lebens. Manchmal werden die eben erst durch Auflösen von Dingen sichtbar oder auch wo Wege so ein bisschen unbequemer werden und daraus eben ein Geschenk entstehen kann. Ich habe hier Nachrichten, schicksalshafte Nachrichten, die sehr aufklärend wirken. Es kann tatsächlich bei einigen um das Wohnumfeld auch gehen, also um das Gebäude an sich. Wir haben hier Neubeginne im verbindlichen Bereich, betrifft Umfeld, Wohnung, Freundschaft, Kinder. Und auch alles das, was du dich hin und her gerissen gefühlt hast, ne? Wo du gedacht hast, ein Stückchen von mir will das und das andere Stückchen will das. Und jetzt guckt mal, was um uns rum liegt. Das ist wunderschön. Zunächst dieser Moment, wo es eben darum geht, okay, jetzt muss ich mich bewegen, jetzt habe ich das nicht eingeplant, jetzt werde ich konfrontiert und dann habe ich hier den Schlüssel, die Sonne, die Störche. Die Sonne liegt hier im Haus der Sterne drin, also durchaus wirklich so eine Situation, wo auch Glück ein bisschen eine Rolle spielt, wo Veränderungen, die anstehen, sich auch hier in den heißen Tagen noch klären, also die jetzt anstehen und die dir auch ermöglichen, eine kreative Zeit zu haben, ne? Die Sonne korrespondiert mit dem Baum, das ist schon mal schön, da geht in gewissen Themen geht wieder die Sonne auf, aber ich sag's nochmal, die Veränderung kann damit einhergehen, dass du eben aus etwas rausgeholt wirst, was du jetzt nicht gerade so rechnest oder brauchen kannst. Das, was ich hier sehe,
Das lässt dich vielleicht emotional so ein bisschen rauskommen. Ja? Da werden Themen aufgeschüttelt, aufgewirbelt, die dich emotional fordern, rauszugehen. Ne? Also da überall, wo du dein Türmchen rumgebaut hast um dich, sieht man hier ein Rauskommen. Es kann speziell auch um die Finanzen hier gehen, dass man sich so sagt, okay, ich brauche finanziell eine andere Richtung. Ich habe die Finanzen hier im Haus des Turmes, die Korrespondenzen sind finanzielle Sicherheit, Austausch im finanziellen Bereich. Es geht vielleicht auch um Nachrichten, Briefe, Dokumente, könnte ich mir hier vorstellen. Und es geht darum, eine verstrickte finanzielle Situation zu verlassen. Möglicherweise hast du hier bei deinen Entscheidungen jemand, der dir ein guter Ratgeber ist. Möglicherweise hilft dir jemand, mit dem du jetzt auch nicht rechnest, aus einer verworrenen finanziellen Situation ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, eine Veränderung, die dir wieder Zuwachs bringt statt Stagnation. Möglicherweise habe ich hier auch die Konfrontation mit Personen aus der Vergangenheit oder mit Eltern, wo das Thema Geld mit involviert ist. Ne? Hier sieht man, dass es auch dein Gegenüber betreffen könnte, dass es so Situationen sind, wo man sich um das Geld der Eltern kümmert oder der Kinder oder wo auch Ämter und Behörden hier irgendwie so Gänge mit sich bringen. Das Gegenüber liegt hier im Haus der Mäuse drin. Also hier kann man schon davon ausgehen, dass etwas nagt, ja, dass man sich auch um uns Gedanken macht. Dass man irgendwie etwas erstrebt, das nach mehr Sicherheit sich anfühlt. Und wir haben hier im Haus des Herzens das Kind drin. Also es kann hier verstärkt auch um eure Kinder gehen oder um ein neues Aufeinander zugehen. Möglicherweise liegt hier für einige von uns den Neubeginn mit jemandem, den du schon ein bisschen zur Seite gelegt hast, oder auch, dass dir jemand aus der Vergangenheit nochmal begegnet. Das kann bei beiden Personen sein, ne? Das, was hier liegt, ja, das ist mit einem großen Gefühl des Friedens angezeigt und mit etwas, wo bei dir nachher, ich nenne es jetzt mal danach, einfach die Sonne wieder aufgehen kann, wo eine Veränderung kommt, die dir Vertrauen zurückbringt, auch unter Umständen in Partnerschaften. Wir haben eine Doppeldeutung drin, ne? Irgendwie, es geht um Neubeginne im partnerschaftlichen Bereich, es geht natürlich auch im Beziehungsbereich zu allem. Und es geht hier um Neubeginne, die dein Herz erfüllen, also aus dem Mangel raus. Es gibt Entscheidungen, die zu treffen sind, die haben mit der Partnerschaft zu tun. Spontane Klärung, Aufzeigen von Wegen, die wieder in Bewegung bringen. Es geht auch darum, sich aufzuklären, wo, ja, ich sag mal jetzt, wo das Feld der Kommunikation nicht gerade friedlich ist. Ne? Also, dass man einfach versucht, die Dinge friedlich zu kommunizieren, keine Konflikte zu zünden, wo es jetzt nicht sein muss, aus einem Moment der Forderung, der Anforderung heraus. Das könnte so ein Thema sein, ne, das einige haben. Es geht darum, dass man vielleicht von dir etwas fordert, was du nicht bereit bist zu geben oder nicht mehr. Und dadurch entwickelt sich ein neues Konstrukt. Die Berufskarte ist angezeigt. Da kann sein, dass wir viel reingeben müssen, dass wir viel Arbeit haben. Wir haben hier die Arbeitskarte im Haus des Mannes, kann also auch dein Gegenüber betreffen. Oder dass du an sich viel zu tun hast, weil hier eben Sachen kommen, die herausfordernd sein können.
oder wo du dir eben Bewegung bringen, die du so nicht angedacht hast. Und es kann auch speziell darum gehen, im beruflichen Bereich eine Veränderung herzuführen. Das heißt, eine schwierige Situation zu beenden, ein neues Kapitel zu eröffnen, ein Wissen zu erwerben, wie man weiterkommt. Für einige von uns wird es sich so gestalten, dass wir eine berufliche Situation, die anstrengend, aufregend war, minimieren. Anfang und Ende ist hier zu sehen einer beruflichen Situation auch. Berufliches Weiterkommen. Vielleicht auch viel unterwegs sein, was das Berufliche an sich mitbringt. Was ich hier unten habe, ist auch so ein bisschen speziell. Hier geht es darum, sich anzugucken, einen tieferen Blick zu nehmen, für was man eigentlich da ist, was die Gaben und Talente sind. Und ich glaube aber, für einige zeigt sich hier auf eine Lösung zu einem Ende von einer Situation, die Unfrieden mitgebracht hat oder starke Belastungen, die man dann auch so ins Umfeld mit transportiert hat. Ich sehe eine Situation, die hat etwas mit einem Blues zu tun, auf etwas, was dir auf dem Herzen liegt, eine Möglichkeit, eine tiefe Emotion auch zu klären, ein Gefühl in die Klarheit zu bringen, in die Liebe oder was weiß ich, in die Liebe hört sich jetzt so blöd an, aber einfach in dieses Ding, wo du sagst, ich bin okay damit, ne? Ich kann mein Herz wieder strahlen lassen, das nagt nicht mehr an mir. Und das zeigt sich hier bei vielen über den beruflichen Bereich oder wenn du nicht mehr arbeitest an allen Themen, an denen du arbeitest als Mensch. Wir haben im Haus der Finanzen das Schiff drin. Auch hier wieder möglicherweise hast du irgendetwas zu tun mit Ämtern und Behörden, das dir hier Zuwachs bringt. Für manche wird dieses Gefühl, das sich hier zeigt, auch so sein, dass man sich damit ein geistiges Erbe anguckt. Ein Stück Geschichte der Family, aber hier sehr auflösend, ne? Hier liegt die Maus im Haus des Kreuzes drin, das heißt, es wird leichter, das Kreuz korrespondiert damit. Also es kann schon sein, dass so ein Schatten aus dem Thema Familie hier bearbeitet wird, der hier dann zu Neubeginnen führt. Wir gucken mal, was das Kraft hier uns noch für eine Botschaft mitgibt. Also die Entscheidungen, die hier liegen, ne, die betreffen so den verbindlichen Bereich, die Beziehungen, die Partnerschaften, die Verträge und die sind dann auch wieder darauf ausgerichtet, dass man hier neue Möglichkeiten erschafft. Wir haben den Biber, hier geht es um deine Visionen, hier geht es um das Freisetzen eines Prozesses, der dir ermöglicht, ganz neue Gebilde auch zu erschaffen. Da kann man dann eben auch mal so in die Tiefe gucken. Da gibt es dieses Ding, dass man spürt, dass es zwischen Himmel und Erde einfach mehr gibt, als man ahnt und man spürt es. Und es geht jetzt darum, Möglichkeiten, die wir schon gesehen haben, zu nutzen. Es geht um die Kraft, sich Neues zu erschaffen, etwas zu verwirklichen, sich bewusst zu machen, dass wir ja unser Leben auch erfinden oder schöpfen. Wir kreieren ja das, was wir täglich leben. Und wenn der Biber sich zeigt, dann stehen die Zeichen einfach günstig, den Weg zu finden, der auch dem Seelenplan entspricht. Das ist das, was wir haben, dieses geistige Erbe, ne? Und wo du dich einfach wohlfühlst damit, wo du nichts tust, was gegen dich ist. Und natürlich hat der Biber auch kräftige Zähne und kann praktisch große Bauwerke kreieren und seine Umgebung auch drastisch umgestalten. Es geht um Neuorientierung, es geht um Situationen, die gerade im Übergang sind.
Und es geht darum, dass du dich selbst ernst genug nimmst, dass sich Dinge auf deinem Weg auch verwirklichen können. Also es geht um das Öffnen des ganz großen schöpferischen Potenziales. Ihr Lieben, bleibt bitte dran. Ich ziehe jetzt noch eine kleine Wochenbotschaft im Anschluss an dieses Video. Ansonsten drücke ich euch und bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich stelle mal hier die Figürchen hin. Und dann gucken wir ein Stückchen weiter in so einen Impuls für die Woche. Upsala. Die göttliche Magie hat sich schon mal umgedreht. Deshalb nehme ich die jetzt nicht. Aber man kann dann damit rechnen, dass hier eine Situation von einem bestimmten Zauber auch umgeben ist. Dass ein bisschen Magie wundersame Wenden auch mitbringt. So. Dann hätte ich gerne noch einen Engel. Dann dürft ihr euch entscheiden. Ich mache es mal so, hoppala. Also heute fällt es mir extrem leicht, das kommt ja höchst selten vor. Ich habe mich für den silbernen entschieden und wir gucken. Ja, die nächste Woche wird es für uns Zeit, sich ein bisschen zu erholen. Gerade das ist ja nicht möglich, weil wir wahrscheinlich plötzlich agieren müssen in Sachen, mit denen wir nicht einplanen, aber das macht nichts. Immerhin ist es eine Aufforderung, sich ab und zu mal rauszuziehen, für genügend Erholung zu sorgen. Und es geht verstärkt um die Genesung von irgendwelchen Vaterthemen. Wenn man da ein bisschen mehr dran geht, gewinnt man auch mehr persönliche Kraft oder es gibt einfach auch mehr ab, dann erfährst du hier auch mehr Erholung. Ist ja oft auch ein Spiegel in den Beziehungen. Erinnerungen könnten eine Rolle spielen. Hier geht es auch ein bisschen darum, dass die Karte uns auffordert, auf das Leben zurückzublicken und sich auch den guten Momenten zu erinnern, den freudigen Gefühlen, anstatt sich auf Schmerz zu fokussieren. Vielleicht haben einige hier auch schon Väter verloren und das sind so Momente, wo man zurückdenkt. Und es geht darum, die Dinge auf die Erinnerungen zu lenken, die einfach positiv waren und die gibt es immer. Vielleicht magst du hier auch mal so eine Art Flashback haben oder so, wo du denkst, oh, okay, das hatten wir im großen Blatt, die Schatten der Vergangenheit, ne? Und es geht darum, das eigene innere Wachstum zu fördern. Es ist sehr speziell und schon wieder sehr tiefgründig, aber da die göttliche Magie ist ja auch die Möglichkeit, das ganz gut hinzukriegen. Jetzt haben wir hier noch die Kindheitsträume. Vielleicht werden wir auch daran wieder erinnert, was wir früher mal vom Leben wollten, vielleicht auch beruflich. Ja, und da kann es sein, man hat so dieses Gefühl, man muss hochfliegen, man traut sich vieles zu und ja, das ist auch sehr inspirierend, ne? Sich hier nicht klein halten zu lassen. Dann gucken wir die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Klasse Ding, ne? Auf der anderen Seite hatten wir, guckt mal, Heilung des Vaters und hier kommt jetzt Heilung der Mutter. Also es geht schon um Familienthemen die nächste Woche. Und es geht hier auch auf die Plätze fertig los. Hier hast du auch eine Bestätigung, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass es schneller gehen kann, als es gewollt ist. Und hier, wenn du mehr ins Empfangen kommst, kann das für dich sehr gut genesend wirken.
Heiße das Neue willkommen. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man oft denkt, ah, bloß nichts Neues, das bringt mir wieder nur Schwierigkeiten mit. Also öffne auch dem Neuen die Tür. Denn hier hast du für dich tatsächlich Kümmernisse fliegen davon. Etwas wird befreit, dein Geist wird befreit. Energie kann frei fließen, etwas Neues kann wachsen und es vielleicht auch schneller als du denkst. Und bei dir haben wir hier noch den Engel der Vermählung, also alles im Beziehungsbereich irgendwie. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.